GH Alberts, Ideen für Haus und Garten. Hallo, heute zeige ich euch, wie man mit dem Profilsystem Conceptor von GH Alberts einen Couchtisch im angesagten Industrial Style baut. Dazu benötigen wir eine Tischplatte in der gewünschten Größe ca. 120 x 40 cm. Von den Profilen brauchen wir jeweils zwei 2 Meter Stangen in den Maßen 60 x 35, 25 x 45 und 25 x 25 mm und einmal 2 Meter 35 x 35. An Werkzeug brauchen wir eine Metallsäge und eine Schneidlade oder besser einen Winkelschleifer mit einer dünnen Trennscheibe, Pfeile, Schleifpapier oder eine Schleifscheibe. Dazu 10er Ringschlüssel, 6er Innensechskant im Akkuschrauber, Zollstock, Schraubzwinge und Schutzhandschuhe. Ein großes Paket M6x10 Rundkopfschrauben, passende Unterlegscheiben und Muttern. Einen Filzmarker benötigen wir zum Anzeichnen. Pro Eckverbindung werden etwa 5 Schrauben benötigt. Also, los geht's! Die Längen der Profile ermitteln wir durch Anlegen an die Tischplatte und ziehen dann ca. 15 mm ab. Die Profile sollten wie hier zu sehen höchstens mittig zwischen den Lochungen geschnitten werden. Das heißt, die Lochung sollte nicht zu weit vom Ende entfernt sein, sonst passen die 3 Enden nicht zusammen. Das bedeutet ungefähr in diesen Bereichen. Das gilt für alle Profile. Vor dem Zusammenbau ausprobieren, in welcher Reihenfolge die Profile aufeinandergelegt werden, damit die Lochungen in allen 3 Richtungen so passen, dass die Schrauben hindurchgehen. Dann befestigen wir das Profil mit 10 cm Überstand zur Schnittstelle mit einer Schraubzwinge am Tisch und trennen sie mit dem Winkelschleifer gerade ab. Anschließend müssen die scharfen Kanten noch entgratet werden. Jetzt werden die ersten Profile zusammengelegt und die erste Schraube eingesetzt. Unterlegscheibe drunter, Mutter drauf und jetzt leicht anziehen. Und schon ist der erste Rahmen fertig. Genauso bauen wir den zweiten. 40 cm plus die Dicke der Platte sind eine gute Höhe für einen Couchtisch. Die Beine ebenfalls verbinden und dann die Rahmen verschrauben. Für eine Ablage unter der Deckplatte bauen wir 2 weitere 25 x 25 mm Profile ein. Eine Doppelstabmatte ist als Ablage gut geeignet. Einzelne Holzplatten sehen aber auch gut aus. Mit dem Winkelschleifer gelingt der Zuschnitt am besten. Zuerst die genauen Maße nehmen und anzeichnen und mit einem cm Abzug an allen Seiten auf Maß schneiden. Erst jetzt ziehen wir alle Schrauben fest, legen den Zwischenboden ein und die Tischplatte auf, die wir bei Bedarf von unten mit einigen Holzschrauben sichern. Und schon fertig! Und jetzt viel Spaß beim Entwerfen und Bauen ganz individueller Möbelstücke. Bis zum nächsten Mal bei eurem GH Workshop.